Diese Photovoltaikanlagen sind angeblich ein Wundermittel gegen den Klimawandel. Mit 4% der landwirtschaftlichen Fläche sind wir in der Lage, die gesamte Energie Deutschlands zu decken. Am Fraunhofer Institut hat man die sogenannten Agri-PV-Anlagen entwickelt. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass das ein Teil der Landwirtschaft der Zukunft sein wird. In den letzten 12 Jahren war es so, dass wir ein Einkommen zur Hälfte aus erneuerbarer Energie und zur Hälfte aus Landwirtschaft erwirtschaftet haben. Bei der Firma Steinecke in Lüchow wachsen Solarmodule auf dem Acker. In 6 Metern Höhe wird Strom geerntet. Darunter, im Schatten der Module, werden Kräuter angebaut. Das passt perfekt, denn die Pflanzen mögen es schattig, sagt Markus Haasters von der Firma Agrosolar, die die Anlage geplant hat. Es gibt noch ein viel größeres Problem als die Dürre sozusagen oder der zufällige Regen. Es gibt das Problem der Verdunstung. Denn wir haben so viel mehr Sonnenstunden und so eine große Strahlungsintensität, dass wir durch neue Forschung wissen, dass die Vaporierung, also die Verdunstung des Wassers im Boden so stark exponentiell ist, dass wir extrem viel Wasser auf dem Acker verlieren. Und mit solchen Agri-PV-Anlagen schieben wir ja nichts anderes als eine physische Barriere dazwischen, um darunter Schatten zu machen, darunter das Mikroklima zu verbessern und dann auch einen konkreten Effekt zu haben und wissen, dass die Landwirtschaft weiter funktionieren kann. Seit März 2022 steht die 1,3 Millionen Euro teure Anlage in Lüchow. Rund 700.000 Kilowattstunden Strom sollen die Solarpanelen jährlich erzeugen. Die Firma Agrosolar ist ein Pionier dieser Technologie. 2016 wurde die erste Anlage auf Stelzen auf dem Gelände der Hofgemeinschaft Heggelbach gebaut. Viele sind seitdem bundesweit dazugekommen. Die Module kann man an die Vorlieben der Pflanzen anpassen. Sie haben eine bestimmte Transparenzstufe. Und diese Transparenzstufe, die können wir auch wieder steuern. Das heißt, es gibt Pflanzen, die brauchen mehr Licht. Also müssen wir mehr Transparenz einbauen. Es gibt Pflanzen, die brauchen weniger Licht. Also können wir die Module auch noch dichter mit Solarchips besetzen. Um zu testen, wie die Pflanzen unter den Modulen wachsen, haben Wissenschaftler des Fraunhofer Institutes für solare Energiesysteme im vergangenen Jahr dieses Versuchsfeld mit Apfelbäumen gebaut. Man will herausfinden, wie sich die Beschattung auf die Ernte auswirkt. Allerdings haben wir jetzt schon gesehen, dass der Landwirt deutlich weniger Sonnenbrandschäden hatte unter der Anlage und damit hatte er dieses Jahr ein großes Problem. Es gab gerade kurz vor der Apfelerntezeit gab es diese 2 extrem heißen Wochen, wo einfach die Anlagen auf der freien Fläche kein Wasser mehr eingelagert haben, kein Fruchtgewicht mehr zugelegt haben, dementsprechend kleiner geblieben sind, weniger fest waren. Wir haben durchaus auch festgestellt, dass eben dadurch die Äpfel unter der Anlage größer waren, dass es mehr Gewicht war. Erste Erkenntnisse zeigen, dass das Photovoltaikdach manchen Sorten sogar gut tut und sie vor Schädlingen wie Pilzen schützt. Das Fraunhofer ISE ist Europas größtes Solarforschungsinstitut. Seit 1984 forscht man hier an Agri-PV. Die Wissenschaftler sagen, dass es möglich wäre, mit der Technik etwa so viel Strom zu produzieren, wie 170 Atomkraftwerke liefern. Theoretisch. Denn in der Praxis ist das nicht so einfach. Das Problem in Deutschland sind nämlich auch extrem langfristige Verfahren. Und wenn wir jetzt anfangen, Piloten zu planen und man ein Bebauungsplanverfahren mit Flächennutzungsplanänderungen durchlaufen muss, dann dauert das gut und gerne 2,5 Jahre und kostet zwischen 20.000 und 80.000 Euro. Das ist für kleine Anlagen überhaupt nicht leistbar. Ganz davon abgesehen ist das einfach ein Riesenaufwand. So sehen es auch die hessischen Bauern. Bei uns gibt es bisher keinen, der sich an die Solarzellen auf Stelzen getraut hat. Warum das so ist, weiß Volker Lein vom Hessischen Bauernverband. Denn natürlich sind die Agri-PV-Anlagen auch in Hessen ein Thema. Die Politik müsste aber mehr tun. Entscheidend ist für jeden Landwirt, Unternehmer immer, unabhängig davon, dass man erneuerbare Energie erzeugt, dass man Geld damit verdient. Ne? Und ich glaube, die Anreize sind noch nicht stark genug, das umzusetzen. Herkömmliche Photovoltaikanlagen boomen aber auch bei uns in Hessen. Laut Statistischem Bundesamt hatten im Jahr 2020 bundesweit 50% der landwirtschaftlichen Betriebe mindestens eine weitere Einkommensquelle. Bei 47% handelte es sich um die Erzeugung erneuerbarer Energien. Damit liegt diese zusätzliche Einkommensart mit deutlichem Vorsprung an erster Stelle.
Auch Milchbauer Volker Lein setzt längst nicht mehr nur auf Kühe. Auf dem Dach seiner Ställe hat er Photovoltaik als zweites Standbein installiert. Anders könnte der Hof, den er in 6. Generation betreibt, nicht überleben. Wir für uns stehen vor der Überlegung, ich nenne mal Zahlen, 500.000 Euro entweder in Tierhaltung zu investieren oder 500.000 Euro in Photovoltaikanlagen. Und unser Gefühl sagt uns, dass es momentan besser ist, 500.000 Euro in Photovoltaikanlagen zu investieren. Auch über Agri-PV denkt Volker Lein schon länger nach. Wenn die Rahmenbedingungen passen, könnte er sich durchaus vorstellen, zusätzlich noch in diese Technik zu investieren. Ob auf dem Dach oder auf Stelzen. Photovoltaik ist so oder so ein entscheidender Baustein beim Kampf gegen den Klimawandel. Noch nutzen wir gerade mal 0,2% der landwirtschaftlichen Flächen für Agri-PV-Anlagen. Aber ein Anfang ist gemacht. Und alle Experten sagen, der Ausbau nimmt gerade richtig Fahrt auf.